Oh, hallo. Ich hatte euch noch gar nicht erwartet. Ich war gerade ein bisschen auf Instagram unterwegs. Da gibt es immer so viel Neues zu sehen. Achso, nee, das stimmt ja gar nicht. Tatsächlich sind es ja immer die gleichen Körper, die gleichen Produkte und wenn man Glück hat, ab und zu mal eine neue Werbeanzeige, die auf etwas reagiert, das man nur wenige Minuten zuvor laut gesagt hat. Aber dennoch ist die Plattform und sind vor allem auch diejenigen, die sie bespielen, natürlich ein spannendes Phänomen. Wie kommt es, dass sich Heerscharen junger Menschen mit nichts als ihrem Handy und einem Konto auf irgendeiner Plattform aufmachen, das Gleiche zu tun wie alle anderen auch? Wie immer hat es natürlich etwas mit unserer Wirtschaft zu tun und der Art, wie Kultur in den letzten 100 Jahren funktioniert. Ole Nyman und Wolfgang M. Schmidt haben sich vorgenommen, genau das in ihrem Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper zu untersuchen. Warum das alles, trotz der völligen Banalität des erstellten Contents, für unsere Gesellschaft und unser Leben gar nicht so banal ist, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Dass es sich bei InfluencerInnen vor allem um wandelnde Werbeflächen für alle Produkte, deren Firmen genug Geld locker machen können, handelt, geschenkt. Aber warum müssen Firmen überhaupt so unheimlich viel werben, dass sie allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz letztes Jahr fast 1 Milliarde Euro für Influencer-Marketing zahlen wollten? Wie Nyman und Schmidt zeigen, hängt das mit einem Problem zusammen, das den Kapitalismus bereits seit mehreren Jahrzehnten quält. Er wird seine Produkte nicht mehr los. Während der Nachkriegsjahrzehnte sorgten die starken Gewerkschaften dafür, dass sich die stark ansteigende Produktivität der Arbeit auch in den Portemonnaies der ArbeiterInnen wiederfanden, die das Geld dann wiederum nutzten, um sich Autos, Waschmaschinen oder Fernseher zu kaufen. Doch erstens hatte dann irgendwann jeder Haushalt eben ein Auto, eine Waschmaschine und einen Fernseher und zweitens wurden die Gewerkschaften durch verschiedene Strategien zurückgedrängt. Über das dadurch entstandene Absatzproblem geriet der Kapitalismus im Westen in eine grundlegende Krise, die bis heute nicht gelöst ist. Aber durch zwei miteinander verbundene Entwicklungen konnte das Problem zumindest immer wieder aufgeschoben werden. Einerseits schaffte man irgendwann Möglichkeiten, sich einfacher zu verschulden und in den Genuss von Produkten zu kommen, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann. So lag die mittlere individuelle Schuldenhöhe in Deutschland 2019 bei fast 30.000 Euro. Andererseits fand man immer wieder raffiniertere Möglichkeiten, um bei den Menschen Begehrlichkeiten zu wecken. 2008 gab es dann einen kurzen Moment, in dem sich alles hätte ändern können. Das Prinzip, die Weltwirtschaft durch das Anhäufen von immer mehr Schulden am Laufen zu halten, brach zusammen. Aber geändert hat sich leider nichts. Stattdessen fand man Wege, den kranken Patienten weiter irgendwie am Leben zu halten. Auftritt die InfluencerInnen. Sie sind die Speerspitze einer Bewegung, hinter der die Plattformen der großen Internetkonzerne stehen. Mit diesen Plattformen haben sie einen Weg gefunden, Werbung so passgenau auf die NutzerInnen zuzuschneiden, dass Unternehmen bereit sind, ihnen dafür Milliarden von Dollar in den Rachen zu werfen. Und die InfluencerInnen nutzen das auch für sich aus. Schließlich können sie ihre FollowerInnen viel besser ansprechen als eine breit gestreute Fernsehwerbung oder Zeitungsanzeige. Es ist klar, dass das die grundlegende Nachfragekrise nicht lösen kann, sondern nur echte Veränderungen herauszögert. Aber man darf die InfluencerInnen auch nicht als reine Werbeflächen missverstehen, denn dann wären sie ja nicht so erfolgreich. Auch wenn Nyman und Schmidt an einer Stelle schreiben, dass die Begeisterung junger Leute für InfluencerInnen so wirke, Zitat, als hätten Millionen junge Zuschauer Teleshopping-Kanäle zu ihren liebsten Fernsehsendern erkoren, müssen wir auch sehen, dass es für diese jungen Leute nicht das Anschauen von Werbung ersetzt, sondern das Anschauen und Konsumieren von anderer Kultur. Sie schauen weniger Filme, hören kein Radio, lesen weniger Bücher und schauen sich dafür dann an, was ihre LieblingsinfluencerInnen dafür den ganzen Tag so treiben. Insofern muss man die InfluencerInnen eben nicht nur unter dem ökonomischen Aspekt betrachten, sondern genauso als Ausprägung der Kultur. Sie sind Content Creator. Und was macht diesen Content genau aus? Nyman und Schmidt schreiben es ganz klar: Serialität und Wiederholung. Es gibt also letztlich immer das Gleiche zu sehen. Nyman und Schmidt schreiben: Wem auf YouTube das Wettessen mit Chicken Wings viele Klicks brachte, wird in Serie gehen. Die Challenge mit Döner, Donuts und Burgern wiederholen und möglicherweise noch mehr Zuschauer erreichen.
Die Zuschauer honorieren zudem offenbar nicht das Neue, sondern das bereits Bekannte. Und das soll nun die neue Kultur sein? Nyman und Schmidt beziehen sich in ihrer Kritik des Influencers auf das Konzept der Kulturindustrie, das Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung entwickelten. Der Begriff Industrie bezieht sich dabei nicht so sehr auf den Produktionsvorgang, der wie in einer Fabrik sei, sondern vielmehr auf die Standardisierung der Produkte und die Rationalisierung ihrer Verbreitung. Entscheidend ist hierbei, dass die kulturellen Produkte im entwickelten Kapitalismus nur im Hinblick auf einen Aspekt hergestellt werden: ihre Verwertbarkeit. Ähnlich der Produktion von Waren, die im Kapitalismus nicht mehr für den Gebrauch, sondern für den Tausch hergestellt werden, soll auch die Kultur ganz unter dem Stern ihrer Verwertbarkeit stehen. Aber was ist daran nun so schlimm? Es ist doch klar, dass niemand sein ganzes Leben lang Filme produzieren kann, die niemand kaufen will. Adorno und Horkheimer zeigen in ihrer Theorie, dass die Kulturindustrie letztlich anders funktioniert als die bürgerliche Kultur. Diese war nämlich dadurch bestimmt, dass sie eine Scheinwelt jenseits der echten Welt erschafft. Wie Nyman und Schmidt schreiben, gibt es in der Welt der Kunst zumindest noch eine, Zitat, melodramatische Gegenwelt mit Engelschören, die von der Macht der Liebe künden, oder Abenteuergeschichten, in denen kostümierte Stars der bürgerlichen Domestikation entkommen. Doch in der vollendeten Kulturindustrie gibt es all das nicht mehr. Stattdessen erschafft auch sie eine Scheinwelt, aber genau andersrum. Sie verdoppelt die Realität einfach nochmal, diesmal aber als Fiktion. Statt also zu fragen, wie etwas funktioniert, ob es so funktionieren muss und wozu es überhaupt dient, stellen kulturindustrielle Produkte der Welt, wie sie ist, einfach nochmal die reine Faktizität des Bestehenden gegenüber. Es ist gut so, einfach weil es so ist. Verherrlicht wird dort also nicht eine Scheinwelt, in die man sich flüchten kann, sondern verherrlicht wird die Welt, wie sie sowieso schon ist. Und genau das ist der Schein. Das ist die Ideologie. Denn die Welt muss nicht so sein, wie sie ist. Hier liegt dann auch eine der grundlegenden Gefahren der Influencer. Sie präsentieren uns die falsche Welt einfach noch einmal. Allein schon dadurch, dass sie sich perfekt in das gesamte Funktionieren des Systems einfügen. Das erklärt dann auch die Prominenz des Phänomens Doomscrolling. Das beschreibt, dass jede Nacht endet, wie der nächste Morgen anfängt. Mit einem endlosen Scrollen durch Social-Media-Apps in der Hoffnung, Klarheit in Bezug auf das Weltgeschehen zu gewinnen. Diese Klarheit kann man nicht gewinnen, weil einem die Welt nur verdoppelt wird, während tatsächliche Klarheit über ihren Zustand nur außerhalb von ihr selbst zu finden ist. So erklärt uns ein Film, der uns diesem endlosen Weiter des Systems entzieht und uns eine Alternative zeigt, viel besser, was passiert, als das 100. kindlich geschaltete Erklärbildchen auf Instagram, das mir nochmal erklären will, warum Rassismus eigentlich eher nicht so gut ist. Wären Influencer einfach nur Werbekörper und würden sie tatsächlich nur die Teleshopping-Kanäle ersetzen, wäre ja alles nicht so schlimm. Aber leider sind sie doch noch so viel mehr als das.